Stellen Sie sich vor, ein stilles Dorf, Bethanien. Staub liegt auf den Wegen, die Sonne brennt auf die Steine und ein Haus ist erfüllt vom Klang des Weinens. Lazarus ist tot, der Bruder von Maria und Martha, der Freund Jesu, der, von dem es heißt, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Johannes Kapitel 11, Vers 3. Und doch, Jesus kommt nicht sofort. Er wartet 2 Tage. Dann sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Johannes Kapitel 11, Vers 4. Aber was bedeutet das? Wie kann eine Krankheit, ein Tod, ein Grab zur Herrlichkeit Gottes führen? Was geschieht, wenn der Himmel schweigt und wir doch hoffen, dass er kommt? Wenn Sie an Gottes Wunder glauben, abonnieren Sie jetzt den Kanal, liken Sie das Video und aktivieren Sie die Glocke. Gott wirkt und hier verpassen Sie kein Zeichen. Bethanien. Ein unauffälliges Dorf auf der Ostseite des Ölbergs, kaum 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Ein Ort, wie es viele gibt, und doch einer, der das Herz Gottes kannte. Hier lebten 3 Geschwister, Martha, Maria und Lazarus. Nicht nur als Blutverwandte, sondern als Seelenverwandte des Herrn Martha, die praktische. Die ordentliche, die sorgt, zubereitet, dient. Maria, die Lauschende, die Liebende, die sich zu Jesu Füßen setzt und einfach da ist. Und Lazarus, ihr Bruder, still, im Hintergrund, doch zutiefst bedeutend. Ein Freund Jesu, nicht ein Jünger im engeren Sinn, aber einer, den Jesus liebte. So steht es geschrieben, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Johannes Kapitel 11, Vers 3. Dieses Haus war für Jesus nicht einfach eine Station auf dem Weg nach Jerusalem. Es war ein Zufluchtsort. Ein Ort ohne Vorbehalte. Ein Ort, an dem der Sohn Gottes wie ein Bruder aufgenommen wurde. Dort durfte er sein. Einfach sein. Essen, ruhen, beten, schweigen. Hier ist Maria einst zu seinen Füßen gesessen, hat mit offenem Herzen jedes Wort getrunken, während Martha, Feise, mit liebevoller Ungeduld durch die Küche eilte. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Johannes Kapitel 10, Vers 40. Und Jesus hat geantwortet, nicht tadelnd, sondern segnend. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas Kapitel 10, Vers 42. In diesem Haus also, diesem einfachen, lichtdurchwirkten Haus, ereignet sich ein stilles Wunder. Freundschaft mit Gott, nicht durch große Theologie, sondern durch Nähe, Gastfreundschaft und Liebe. Lazarus, sein Name bedeutet El-Azar, Gott hat geholfen. Ein Name, den man gewöhnlich einem Kind gibt, das in Not geboren wurde, mit der Hoffnung, dass Gott eingreift. Und dieser Name wird nun selbst zur Botschaft. Denn der, von dem man sagt, Gott hat geholfen, er wird der werden, an dem die Welt sehen darf. Gott hilft wirklich. Und so steht das unscheinbare Bethanien am Vorabend eines der größten Zeichen, die der Menschensohn auf Erden wirkte. Hier, im Schatten des nahen Jerusalem, wo sich bald das Kreuz erheben und das Blut des Lammes fließen wird, bereitet sich das Herz Gottes vor. Und das, was in Bethanien geschieht, wird ein letzter Ruf vor Golgatha, ein Ruf aus Liebe, ein Ruf zum Leben. Jesus ist unterwegs nach Bethanien. 4 Tage ist Lazarus nun schon tot. 4 Tage, das heißt, keine Hoffnung mehr. Denn der jüdische Volksglaube sagte, am 4. Tag verlässt die Seele den Körper endgültig. Martha eilt ihm entgegen, ihr Herz gebrochen, doch ihr Glaube ungebrochen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Johannes, Kapitel 11, Vers 21. Aber sie sagt mehr, doch auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Johannes, Kapitel 11, Vers 22. Jesus sieht sie an und spricht die Worte, die in alle Ewigkeit leuchten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und der wird leben, ob er gleich stürbe. Johannes Kapitel 11, Vers 25. Dann kommt Maria. Sie fällt zu Jesu Füßen, ihre Tränen mischen sich mit dem Staub des Weges. Und Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, er weint. Jesus ging nahe ans Grab und er erschauerte. Farbegleise Johannes, Kapitel 11, Vers 33. Der Schöpfer steht vor dem Grab seines Freundes. Und seine Tränen sind keine theatralische Geste. Sie sind das Echo göttlicher Liebe. Einer Liebe, die den
Tod nicht hinnimmt, einer Liebe, die spricht, genug, er befiehlt, hebt den Stein weg. Martha zögert. Herr, er stinkt schon. Johannes Kapitel 11, Vers 39. Doch Jesus erwidert, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Johannes Kapitel 11, Vers 40. Er hebt die Augen zum Himmel, betet laut. Nicht für sich, sondern um der Menge willen, die da steht, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes Kapitel 11, Vers 42. Dann ruft er mit lauter Stimme über das Tal durch den Tod hindurch. Lazarus, komm heraus! Johannes Kapitel 11, Vers 43. Und der Tote kommt, gebunden mit Tüchern, Gesicht verhüllt, aber lebendig. Löst ihn und lasst ihn gehen. Johannes Kapitel 11, Vers 44. Stille und dann Staunen, Zittern, Glaube. Lazarus, komm heraus! Dieser Ruf ist kein vergangenes Echo. Er ist lebendig, durchdringend, persönlich. Er hallt nicht nur durch die Täler Judäas, sondern durch die Tiefen deiner Seele. Er gilt nicht nur einem Mann im Grab vor 2000 Jahren. Er gilt dir, jetzt, heute, hier. Denn auch du hast Gräber in dir, Wunden, die zu lange verschlossen blieben, Träume, die du begraben hast, Gebete, die du nicht mehr sprichst, Beziehungen, die zerbrochen sind wie Krüge in der Nacht. Auch du kennst den Stein, den schweren Stein aus Enttäuschung, Bitterkeit, Angst. Du hast ihn vielleicht selbst vor dein Herz gerollt, um dich zu schützen, und hast dabei das Licht ausgesperrt. Aber Christus kommt, nicht um dich zu richten, sondern um dich zu rufen. Nicht mit Lärm, nicht mit Drohung, sondern mit der Stimme dessen, der selbst durch das Grab ging. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Wenn du dich innerlich tot fühlst, er kommt. Wenn dein Glaube verdorrt ist wie ein Weinstock im Winter, er kommt. Wenn du meinst, es sei zu spät, 4 Tage, 4 Jahre, 4 Jahrzehnte zu spät, so hör, was er zu Martha sagte. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Johannes Kapitel 11, Vers 40. Sein Ruf durchdringt die Finsternis. Komm heraus aus deinem Schweigen. Komm heraus aus deinem Stolz. Komm heraus aus der Resignation, die sich wie ein Grabtuch um dein Herz gelegt hat. Und wenn du dich nicht lösen kannst, dann sprich seinen Namen. Und er wird zu den anderen sagen, löst ihn und lasst ihn gehen. Johannes Kapitel 11, Vers 44. Denn der die Toten ruft, ist auch der dich frei macht. Nicht mit Gewalt, sondern mit einer Liebe, die weint. Jesus weinte. Johannes Kapitel 11, Vers 35. Er weint, nicht weil er keine Macht hätte, sondern weil sein Herz für dich schlägt. Für jeden, der hofft, zweifelt, stirbt und wieder aufstehen will. Lazarus lebt, nicht weil er stark war, sondern weil Christus ihn gerufen hat. Und so wirst auch du leben, wenn du seinen Ruf nicht überhörst. Vielleicht stehen auch wir heute noch am Rand des Grabes, fragend, zweifelnd, hoffend. Doch inmitten aller Dunkelheit klingt eine Stimme: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes Kapitel 11, Vers 25. Und wer sie hört, der lebt. Nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern jetzt und ewig. Wenn dieses Zeichen von Bethanien ihr Herz berührt hat, wenn sie glauben, dass Gottes Wort auch heute Tote zum Leben ruft, dann bleiben sie mit uns auf diesem Weg des Glaubens. Abonnierend. Sie Wunder des Glaubens für wöchentliche Geschichten, die das Licht nicht vergessen haben. Und wenn Sie jemanden kennen, der im Dunkel sitzt, teilen Sie dieses Video. Vielleicht ist heute der Tag, an dem auch er den Ruf hört. Komm heraus!